Das ist einfach nur ein Anbau. Ja, jede Menge Arbeit, auch mit einem Kamin hier und eine kleine Küche. Ja, ein Anbau eben. Da geht's rein. Das ist jetzt erste Etage. Und die wetterabgewandte Seite, hier ist nichts an Feuchtigkeit. Ja, Spinnweben von 10 Jahren. Ne? Elektrische Anlage ist neu. Zimmer. Viel stehende Feuchtigkeit natürlich. Und die sieht man von außen nicht so. Ja, wenn nie gelüftet wird. Ne? Also, alles Betonplatten. So, dann gehen wir mal wieder nach oben. Boah, ist das Arbeit. Naja, hohe Stufen hier erstmal auch und so. Aber kein Anzeichen von Feuchtigkeit hier. Ja, im Wohnzimmer an der Wetterseite, okay. Und von außen, das müsste man sich angucken. 5000 Kilometer Südamerika. So sieht's aus. So sieht es aus. Entschimmeln, gucken, was man da machen kann. Neue elektrischen Leitungen, komplett im ganzen Haus. Und Wasserleitung. Schnelldurchgang. Hier muss auf jeden Fall ein Teil des Zinkdachs neu gemacht werden. Eine Leiste sollte reichen. Das Holz sieht gut aus. Ziemlich gut. Eventuell hier der Balken. Aber der sieht eigentlich
auch gut aus. Und da hinten, die Ecke, die sieht auch gut aus. Das Fenster habe ich schon getestet. Ah, hier wieder ein Wasserrohr. Das Wasserrohr ist neu. Hier alles raus, alles raus. Und dann kann man gucken, was man hier behalten kann. Alles raus, Elektrounterhalter. Okay. Und hier wird man höchstwahrscheinlich die Salamander, die Echsen nie ganz loswerden. Aber das gehört halt dazu, ne? Das gehört dazu. Ja. Das ist schon mal nicht schlecht. Das ist schon mal nicht schlecht. Auch wenn ich nicht weiß, wo hier dieser Dreck herkommt. Aber der wird bestimmt reingespült. Ja. Oder ist halt einfach Salamander. Das kann natürlich auch sein. Oder? Ja, reinfinden die garantiert Hinein. Ja, gut, hier jetzt diese Löcher. Ja, muss man gucken und dann abdichten. Gucken. Ja. Gefällt mir schon. Okay, nächste. So. Das ist der erste Raum jetzt nach der Treppe hoch. Also das Mauerwerk sieht schon, das sieht noch ganz gut aus. Ja, vom Außen. Ja. Aber gut sieht das alles aus. Aber wenn man reingeht, ne, da sieht man, dass das wirklich eine Dekade leer gestanden hat. Ne? Das hier ist der erste Raum. Mit diesen Fenstern dort, die sind einfach verglast. Ne? Sagen, was du willst, aber die Mauern sind okay. Hier, die Mauern sind alle okay. Die sind okay. Man müsste einfach mal gründlich durchlüften. Das ist alles okay. Die Stromleitungen müssen erneuert werden. Dach, da will ich gleich noch Aufnahmen zu machen. Das sieht okay aus. Dort ist eine kleine alte Küche. Guck mal, was hier für Spinnenweben sind. Das wurde schon ewig nicht mehr aufgemacht, diese Tür. Vielleicht funktioniert die sogar noch. Also hier sickert keine Feuchtigkeit von außen durch oder so. Klar, es ist alt, hier muss man einfach durch und Container voll machen, alles raus. Alles muss raus. Ja?
Eventuell, ja. Hier war alte Feuerstelle. Hier liegen noch alte Papiere. Die gucken wir uns später mal an. Die legen wir mal auf den Tisch. Die Tür hier ist auch nicht so verschimmelt. Ja, das ist die Glaswand. Ja, okay, dann wollen wir uns mal die Schwachstellen hier im Wohnzimmer weiter angucken. Das hier ist der Flur vom Eingang. So. Das sieht eigentlich alles gut aus hier. Müssen wir alles neu machen. Die Fenster ist Einfachverglasung, wie bereits gesagt. Ne? Hier diese Sachen. Ja, das ist noch kein Schwarzschimmel oder so. Das ist, ja, bestandene Feuchtigkeit. Das ist ein Stockwerk eben hier. Ne? Und was soll ich sagen? Ne? Das ist alles nur Innenschimmel, glaube ich. Das ist alles nur Innenschimmel. Was guckst du? Ja, das Heft hier. Die Zeichnung und das. Jo. Guckt euch mal aufs portugiesisches Geld. Ist gut aus. Ja, und die sind wohl alle nach Australien ausgewandert. Das hier ist ein Problem. Das ist das erste Fenster. Ups. So. Weiter hoch eigentlich nichts. Alles unten am Boden. Oben über dem Fenster noch ein bisschen was. Ja. Und hier ist
Ja, die Stühle sind ja, fertig. Ne? Die leben. Was ist das so? Das ist doch vom Wohnzimmer. Ne? Oben drüber. Da ist der. Scheint ein Hauptträger zu sein. Der sieht top aus. Der sieht top aus. Salze. Boah, der ganze Schrank, da bricht bald zusammen. Da darfst du dich nicht mal abstützen. Ja, es lebt. Ja, wie es da hinterm Schrank aussieht, wage ich gar nicht. Oh, das ist die Hauptwetterseite. Da wird sich einiges rumtreiben an Feuchtigkeit. Ein Fenster. Das war früher Außenseite. Ja, mit den Flügeltüren. Und das hier war alles Balkon. Das war alles Balkon. Ich glaube so, wenn man da Panorama da an der Ecke. Das wäre krasse Architekturänderung natürlich. Jo. Jo. Hier ist nichts gesehen, vielleicht das Dach Ja. oder das fünfte Dach. Hier war gar kein Dach. Das Dach war da hier auf diesem Haus und es war ein Flachdach. Hat der Julio gesagt. Und in den 80ern wurde das hier alles gemacht und hier drüber kam das Holzdach. Deswegen sieht das auch noch so super aus. Jo. Deswegen nachträgliche Architekturänderungen kann man machen, aber das gibt dann den 10-fachen Aufwand natürlich. Weil man musste dort erstmal wieder, ja, Statik okay. Also die Fenster könnte man rausnehmen, aber man könnte jetzt zum Beispiel nicht die Wand rausnehmen. Ist schwer, weil das hier ist ein Träger. Ja, gut, natürlich der Pfosten bleibt stehen, der Pfosten bleibt stehen, der Pfosten. Wenn der noch gut ist. Und dann kommt natürlich das da hier, das ganze Teil von hier bis hier von außen. Das ist ja nur zwei Backsteine mit dem Fenster in zementiert. Und die Grundstruktur. Wäre eine Möglichkeit. Ja. Aber nicht am Anfang direkt mit dem Umbau, würde ich sagen. Ja, hier haben wir die ganzen Problemstellen abgearbeitet, glaube ich. Ne? Hier hinten noch mal schnell gucken. Ja, hier hinten sah es auch einfach schlecht aus. Naja. Ja, kühl ist sie schon, ne?